Er gehört zu mir und mein Herzblut steckt hier drin. Meine Frau würde schon sagen, ich bin vielleicht schon ein bisschen verheiratet mit diesem Turm. Anfangs bin ich in meine Wohnung gekommen und habe erst mal stundenlang aus dem Fenster geschaut. Ist immer so ein Kick, sagen wir so, wenn man das erste Mal in einem Gebäude sich abseilt. Das Besondere am Omniturm für mich ist wirklich die zentrale Lage und natürlich der unverbaubare Blick. Also bodentiefe Fenster und wenig Stützen. Und es ist einfach fantastisch, hier zu arbeiten. Uhr morgens. Im Technikraum vom Omniturm ganz oben direkt unterm Dach. In 190 Metern Höhe. Arbeitsbeginn für die Fassadenkletterer um Rui Pereira. Heute werden die Fenster des Towers geputzt. Von oben nach unten mit Bergsteiger-Equipment zum Abseilen. Haben Sie bei der Höhe besonderen Respekt? Das ist immer gleich, kein Thema. Wir haben keine Zeit von Angst. Keine Angst? Aber der Chef der Haustechniker macht sich Sorgen. Alles gut bei euch? Ja, geht's, ja. Wir sind schon soweit fertig. Und ihr wollt bei dem Wetter wirklich aufs Dach? Ja, haben wir richtig schönes Wetter ausgesucht, aber das ist halt so. Wir werden es versuchen, ob das klappt oder nicht, wird man gleich sehen. Dann geht's. Die letzten Meter geht's über Stahltreppen nach oben. Scheibe. Wir messen jetzt zuerst den Wind und dann gucken wir, kommen wir hier ein bisschen an der Seite. Messen wir den Wind an der Fassade. Ist kein Wind, optimal. Was ein Traum. Entscheidend ist immer an der Fassade. An der Fassade, wir werden jetzt die Seile runterwerfen und dann wird man sehen, wie die Seile sich bewegen. Wenn da zu viel Wind an der Fassade ist, ich werde auch jetzt in der 22. Etage nochmal messen, aber wir werden jetzt sehen. Das ist immer eine Überraschung. Manchmal ist hier nichts, ist da viel und manchmal ist auch umgekehrt, wissen wir nicht. Wir werden jetzt probieren. Also das ganze Equipment aufs Dach. Ja, war schon was Besonderes. Deswegen wollte ich auch unbedingt das machen, weil wie gesagt, wir haben bis jetzt noch nie ein Gebäude gehabt, wo wir gesagt haben, das schaffen wir nicht. Das wollte ich unbedingt machen. Alleine, weil ich wusste, dass es schwierig ist. Aber wie gesagt, das ist eine Herausforderung für uns. Gerade wo es kompliziert ist. Das machen wir am liebsten. Die Männer haben alle eine handwerkliche Ausbildung und natürlich einen Kletterschein. Absolute Voraussetzung: schwindelfrei muss man sein. 190 Meter tiefer der Berufsverkehr. Fast 2000 Menschen arbeiten im Omniturm. Der Arbeitstag von Nathalie Bialas beginnt um 8:30 Uhr. Immer mit dabei ihr Mops Baloo. In der Bar im Foyer ist Mutter Sensadi der Mann für guten Kaffee. Und das ist fast 90% Stammkunde bei mir, Stammgast. Es ist verschieden, manchmal von außerhalb, manchmal von hier. Das Karls ist für viele die erste Anlaufstation morgens im Omniturm. Schönen guten Morgen, hallo. Ein Hafer-Cappuccino zum Mitnehmen, bitte, mein Lieber. Danke dir. Das ist ein morgendliches Ritual. Wir machen das auch gern zwischendrin, zwischen den Meetings, weil er weiß, wie jeder gerne seinen Kaffee trinkt. Und es ist eine familiäre Atmosphäre, wenn man morgens ankommt und ein bisschen wie nach Hause kommt. Das Zuhause ist streng abgeschirmt. Rein kommt man nur mit einer Zugangskarte. Und die ist auch nur freigeschaltet für die Büroetage, in der man arbeitet. Der Aufzug hält dann automatisch in diesem Stockwerk.
Etage 39 und 40 hat die Can-Am Grundgroup im Omniturm gemietet. Wir sind ein Immobilienunternehmen, wir sind spezialisiert auf Fondslösungen und Immobilieninvestments. Und für uns ist natürlich der Standort und auch unser Headquarter absolut wichtig. Es muss repräsentativ sein, es muss natürlich auch das widerspiegeln, wie wir uns selber auch verstehen und wie wir selber auch Immobilien leben. Und das Immobilienherz schlägt natürlich in dem Gebäude besonders hoch. Ausblick in alle Himmelsrichtungen. Und auf all die anderen Türme ringsum. Ich bin gebürtige Frankfurterin und daher auch tatsächlich sehr tief verwurzelt. Und die Dynamik in dieser Stadt, trotz der relativ überschaubaren Größe, ist tatsächlich immer wieder beeindruckend. Ja. Es ist absolut etwas Besonderes, im Omniturm zu arbeiten. Natürlich ist man fokussiert auf seinen Arbeitsalltag. Ich verantworte den Deutschlandbereich bei der Can-Am Grund für Investment und Asset Management. Das heißt sämtliche An- und Verkäufe, die wir tätigen im Immobilienbereich, aber auch die Verwaltung, Repositionierung der Immobilien. Das liegt in meinem Verantwortungsbereich gemeinsam mit meinem Team. Der Balu ist immer dabei, hat sich mittlerweile tatsächlich als Office Dog etabliert. Ja. Am Anfang vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich denke, nach der Covid-Phase haben sich viele Sachen auch etwas gelockert. Und tatsächlich, Balu ist jetzt seit 4 Jahren unser Office Dog und fühlt sich sehr, sehr wohl. Für das Wohlfühlen im Omniturm sorgt Andreas Hofrichter. Er ist verantwortlich, dass in den Büros mit der Technik alles so funktioniert, wie es soll. 20 Jahre lang hat er gegenüber im Commerzbank Tower gearbeitet, bis man ihn abgeworben hat. Ich habe schon eine persönliche Beziehung zu diesem Turm, wie ich es zu dem anderen Gebäude auch hatte. Und meine Frau würde jetzt sagen, ich bin vielleicht schon ein bisschen verheiratet mit diesem Turm. Ja, das kann ich auch ehrlich so zugeben. Ich fühle mit dem Turm. Er gehört zu mir und mein Herzblut steckt hier drin. Und das ist halt mein Job, den ich seit vielen Jahren mache. Ich meine, ich verbringe mehr als 8 Stunden jeden Tag hier. Ja, und das macht es aber auch so schön. Ja, dass mir dieser Turm wieder eine andere Perspektive bietet, als ich von der Commerzbank zum Beispiel hatte. Ja, das ist faszinierend. Ja, wenn wir hinten schauen, Richtung Feldberg, ja, wir schauen auf Frankfurt runter. Auf der anderen Seite ist der Main. Ich kann das Fußballstadion sehen. Ja, also das sind natürlich alles Sachen, den Hauptbahnhof, den ich von hier oben aus schauen kann. Und das ist natürlich, und weil es natürlich auch jeden Tag anders aussieht. Ja, heute haben wir es ein bisschen betrübt. Gestern hatten wir einen wunderschönen Sonnenaufgang und das sind natürlich Momente, die für mein Herz auch wieder höher schlagen lassen und die natürlich das Angenehme an diesem Gebäude auch sind. Ja. Herein! Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben die Meldung bekommen, dass bei Ihnen was mit der Heizung und Lüftung nicht stimmt. Ist es zu warm oder zu kalt? Es ist zu warm und es wird leider nicht kälter. Okay, gut. Dann müssten wir mal in die Decke schauen und gucken, ob da alles in Ordnung ist, beziehungsweise versuchen, das zu reparieren. Die Techniker müssen in der Decke die Steuerung der Heiz- und Kühldecken überprüfen. – 44.000 Quadratmeter Büroflächen. Und jedes Büro hat seine eigene Steuerung. Andreas Hofrichter und seine Kollegen müssen sich da gut auskennen. Viele feste Arbeitsplätze gibt es nicht bei Can-Am. Im Zeitalter von New Work bucht man sich einen Platz über eine App, je nach Projekt. Nur Chefs wie Nathalie Bialas und Balu bekommen ein Büro für sich. Draußen an der Fassade sind Rui Pereira und seine Männer jetzt soweit. Fertig fürs Abseilen. 6.500 Quadratmeter Fenster warten auf sie. Zweimal waren sie schon vergeblich hier. Wieder wird der Wind geprüft. Wir gucken jetzt an der Fassade, wie stark der Wind ist. Aber jetzt ist es mal okay, weil das unter 20 km/h ist. Kann man versuchen, oder? Ja, klar. Okay.
Die Fenster vom Dach bis zum Balkon im 22. Stock sind heute dran. Erstmal testen, wie sich die Seile im Wind bewegen. Das wird dann gefährlich. Und gerade wenn die nebeneinander arbeiten, es kann sein, dass die Seile sich verknüpfen oder so, dann wird es sportlich. Ja. Deswegen. Aber Sicherheit geht vor. Das ist richtig, ja. Und auch wichtig, ja. Ja, nee. Weil, guck mal, vor 5 Minuten war ich echt so optimistisch, Ja, aber ja, jetzt warst du gerade jetzt. jede Minute, die vergeht, werde ich unsicher, weil muss mal gucken. Wir werfen auf jeden Fall noch 2 Seile und dann gucken wir weiter. Aber wir werden noch nichts riskieren. Das ist Fakt. Bei 4. Mal, 5. Mal, irgendwann klappt das. Aber wir müssen den richtigen Tag erwischen. Und wie gesagt, Wetter wird jetzt schön, aber das Problem ist Wind. Wind wird immer das Problem sein. To, Pedro, to, veraš konaš. Nochmal jetzt. Jetzt, ja. Ist gut. Stopp. Okay, lieber, das ist ein Ballett von dir. Jetzt hat Rui Pereira das Go gegeben. Die Sonne kommt raus und die Windverhältnisse sind im grünen Bereich. Andreas Hofrichter ist beruhigt und auf dem Weg in sein Büro. In den Katakomben im unteren Bereich des Omniturms. Eine kleine Odyssee durch die Gänge. Hier beginnt normalerweise sein Arbeitstag, wenn er nicht wie heute schon vorher Firmen betreuen muss. Acht Kollegen sind sie bei der Haustechnik. Von hier aus haben sie die gesamte Turmtechnik im Blick. Ich kann mir hier unwahrscheinlich viele Informationen schon auf diesem Bildschirm abrufen. Ja, wenn zum Beispiel ein Büro zu kalt ist, kann ich schauen, funktioniert denn die Kühlung überhaupt? Ja? Also ich sehe nur das Büro und dann könnte ich zum Beispiel in die Kälte schauen und könnte mir die entsprechenden Wärmetauscher angucken für die Heiz- und für die Kühldecken, könnte die Temperaturen überprüfen und würde dann sehen, dass die Störung vielleicht gar nicht in dem Büro ist, sondern in der Grundversorgung schon. Ja, und bevor ich jetzt irgendwo durchs Haus laufe, versuche ich mir sämtliche Informationen, die ich brauche, um eine Störung zu beseitigen oder zu beheben, schon mal auf dem Bildschirm abzurufen, um mir Laufwege zu ersparen. Ja. Und das bietet mir diese Gebäudeleittechnik natürlich wunderbar an. Die Techniker arbeiten hier gemeinsam im Großraumbüro. Und, alles klar? Nee, ich habe ja eine Störung bei einer Legage. Vielleicht kannst du nachher mal danach schauen, wenn du oben auf dem Dach bist. Und zwar hier, dass du vielleicht mal nachschauen kannst, ob wir da was machen können. Okay. So, und hier nach den Störungen gucke ich dann. Gut. Ich bin schon Perfekt. unterwegs. Aber einen Kaffee darfst du dir noch nehmen. Gerne doch. Einen Tag ohne Störungen oder Wartungen gibt es bei 45 Stockwerken nicht. Andreas Hofrichter ist schon wieder auf dem Weg nach ganz oben. Koordinieren gehört zu seinem Kerngeschäft. In der Technikzentrale ist eine Kaltwasserleitung undicht. Hofrichter hat dafür eine Fremdfirma bestellt. Die Rohrleitung wird erstmal von außen sauber gemacht, damit gleich geschweißt werden kann. Dazu muss das Rohr aber trocken sein. Also muss Hofrichter die Kaltwasserpumpen außer Betrieb nehmen lassen. Grüß dich, Ingo. Könntest du noch unseren Leitstand anrufen und dass sie die Störung bis, sag ich mal, 15 Uhr heute ignorieren, weil wir gleich die Kälte außer Betrieb nehmen? Ja?
Ja, wir melden uns dann einfach, wenn hier wieder alles in Ordnung ist. Ja? Okay, ja, sehr schön. Wir tun das jetzt noch ein bisschen streichen mit Kältefarbe. Dann Okay. füllen wir, entlüften und dann nehmen wir die Anlage wieder in Betrieb, dass Okay. das Haus wieder Kälte kriegt. Okay. Die Kaltwasserleitung für die Kühltechnik ist wieder dicht. Jetzt muss Hofrichter in der Zentrale noch checken, ob alles wieder läuft und ob die Temperatur stimmt. Im Sommer bei hohen Temperaturen, die Serverräume, dann wäre das ein größeres Problem geworden. Und ich hoffe mal, dass wir dieses Problem nicht haben werden. Ja. Und wenn, wird er es schnell anpacken, damit nichts den Luxus im Omniturm und im schicken Foyer trübt. Adina de Gell kommt von der Uni nach Hause. Sie wohnt in einem der Apartments. Wohnen und Arbeiten, diese Mischnutzung, war eine Auflage der Stadt Frankfurt beim Bau des Omniturms 2019. Adinas Weg führt erstmal zu Mutter Semsadi. Hi, hallo. Hallöchen. Bitte schön. Ich hätte gern einen Mathe Latte und kann Sie mir irgendwas empfehlen zu essen? Ich habe Warmes, ich habe Brot und Salat. Ich habe Suppe. Ich würde ein Croissant nehmen. Sehr gerne. Ja. Wollen Sie hier essen mitnehmen? Zum Mitnehmen bitte. Das Bistro im Bürofoyer ist frei zugänglich. Aber um in ihr Apartment zu kommen, muss Adina noch mal außen rumlaufen. Der Eingang für die Mietwohnungen ist in einem Extrafoyer. Ein Postraum nur für die Mieter. 147 Wohnungen in verschiedenen Größen gibt es hier. Die meisten sind an Singles vermietet. Von dieser Seite haben nur die Mieterinnen und Mieter Zugang zu den Hochleistungsaufzügen und kommen nur mit einer speziellen Karte nach oben und auch nur auf ihre Etage. Dafür aber in Sekundenschnelle. In Adinas Etage werden gerade die Gänge renoviert. Gerade ist sie vom 18. in den 15. Stock umgezogen, weil sie gerne einen Balkon wollte. Der Balkon, aber ich dachte ehrlich gesagt größer. Also ich habe es halt leider nicht anschauen können. Wir haben noch größer. Wenn du willst. Soll ich nochmal umziehen? Ja, warum nicht? Ja, ich guck's mir mal an, gerne. Okay, viel Spaß. Danke. Ich bin duale Studentin in Immobilienwirtschaft. Ich bin Maklerin, gründe gerade ein Start-up, was auch mit Immobilien zu tun hat und verwalte noch eigenständig Immobilien von Privatpersonen. Also ja, sonst könnte ich mir das hier auch niemals leisten. Also ich denke mal, als normale Studentin ja, wäre das eher nicht möglich. Ja. In der anderen habe ich knapp 1,5 bezahlt und hier mit Strom 1,3 pro Monat. Ja. Also ist natürlich ein happiger Preis, ne? Aber für mich hat es halt einfach total viele Vorteile, da ich halt, also ich brauche mir keine Gedanken machen, dass jemand einbricht. Wir haben alles Video überwacht, Security und halt einfach die Lage. Für mich lohnt sich das. 35 Quadratmeter hat ihr Apartment. Die Küche war drin. Meine Eltern haben auf jeden Fall gesagt, dass ich mir dreimal überlegen muss, ob ich wirklich so viel Miete zahlen will. Aber ja, die unterstützen mich nicht dabei. Ist aber auch in Ordnung. Ich habe es mir ausgesucht und ich zahle es gerne selber. 8 Wohnetagen hat der Omniturm und die haben ihm seinen zweiten Namen verpasst. Tower mit dem Hüftschwung. Im 2. Stock ein weiterer Versuch, den Bürokosmos zur Stadt hin zu öffnen. Das Friedas Bar and Kitchen. Ein Treff für die Banker und Angestellten, Touristen und Gourmets. Mitten in Corona eröffnet, eine ziemliche Herausforderung für Max Hirsch und sein Team, die Leute von der Straße hoch in den 2. Stock zu holen. Mittlerweile ist ohne Reservierung gar kein Tisch mehr zu bekommen.
Von hier aus schaut man auf die Stadt, ist trotzdem noch sehr nah am Straßenleben und hat zwischen den Bankentürmen ein Manhattan-Feeling. Die Küche ist abwechslungsreich. Das gehört zum Konzept. Maurice Schulz hat schon bei der Marine und auf Kreuzfahrtschiffen gekocht. Also die Erfahrung, die ich in allen Ländern auf meinen Reisen gesammelt habe, auf allen Weltmeeren, auf vielen Städten, in denen ich bis jetzt gekocht habe, die versuche ich ja natürlich auf den Teller zu bringen. Eine gesunde Wohlfühlküche, eine Border Kitchen, also wir setzen uns hier keine Grenzen im Frieders. Wir gucken, dass wir eine zugängliche Küche, eine gesunde Küche für alle kreieren. Wir versuchen alles, was wir auf den Teller bringen, 5 Punkte auf den Teller zu machen. Also nicht nur wie Shishi, wir machen es reduziert, aber dafür sehr, sehr gut. Das Restaurant als erweitertes Wohnzimmer, als Treffpunkt für die Tower-Community und die Nachbarschaft. Es trifft genau das, was Frankfurt aus meiner Sicht brauchte, wenn auch am Anfang tatsächlich sich sowohl alle Mieter als auch so ein bisschen die Nachbarschaft erstmal das neue Konzept gewöhnen musste, also dieses Work-Life-Integrated. Also da merkt man wirklich, das hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, bis sie wirklich auch die Kunden das Konzept verstanden haben. Und jetzt wird es super angenommen, mittags angenommen, abends angenommen und am Wochenende. Also das ist wirklich ein Riesengewinn für das Haus und für die Stadt. Denn so häufig sehen wir uns ja. Auch die beiden Anwälte Marc Werner und Kerstin Neighbor sind aus dem 38. Stock zum Mittagessen nach unten gekommen. Bei schlechterem Wetter muss man nicht jetzt in die Stadt hineingehen, sondern man kann sich tatsächlich hier mit Kollegen treffen. Oder aber es ist gut genug, um sich eben auch mit Mandanten treffen zu können. Es ist also keine Kantine, es ist ein echtes Restaurant und ich glaube, es ist viel wert. Ich glaube, es hilft der Community in jedem Fall, dass man sich hier trifft und dass auch die Öffentlichkeit halt die Möglichkeit hat, hier das Gebäude auch für sich zu erleben. Die beiden sind Partner bei einer internationalen Wirtschaftskanzlei und seit 2020 im Omniturm. Man fühlt sich ein wenig wie in New York, die Hochhäuser ringsum. Dieses dicht gedrängte, die Dynamik, das ist das, was es hier auszeichnet. Es ist einfach ein erhebendes Gefühl, wenn man eben auf dieser Höhe arbeiten kann, runterschaut, in den Himmel schauen kann teilweise. Also jedenfalls mir hilft das wahnsinnig auch beim Nachdenken. Wir sprechen nie von unserer Adresse. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, Neue Gallostraße 18 oder so ist das. Interessiert niemanden. Keiner weiß, wo die Neue Gallostraße 18 ist. Aber wir sprechen davon, wir arbeiten im Omniturm. Ja, und jeder weiß, der Omniturm ist eben das Gebäude mit dem Hüftschwung. Und wenn man das sagt, weiß jeder, oh, das ist, ja, in dem Gebäude oder so. Ja, also es ist ähnlich wie in den USA. Besondere Gebäude haben besondere Namen. Und der Omniturm tanzt aus der Reihe mit seinem Hüftschwung. Deutschlands erstes gemischt genutztes Hochhaus, fertig seit 2019. Besitzer ist die Commerz Real. Im Hüftschwung die Wohngeschosse mit versetzten Balkonen. Statisch eine Herausforderung. An der einzigen Kreuzung in Deutschland mit 4 Hochhäusern zwischen Taunusturm, Commerzbank Tower und Japan Center. Auch von unten gesehen, Manhattan-Feeling, ein Flair von Central Park. Gleich nebenan die größte innerstädtische Baustelle Deutschlands, die Vor Frankfurt. 3 der Türme werden mit Büros, Wohnungen, Hotels und Gastronomie ein noch offeneres Konzept verfolgen. Auch eine Kindertagesstätte und Platz für Fitness und Gesundheit sind geplant. Die Türme sollen 2025 fertig sein. Bei den Fassadenkletterern ist die Mittagspause vorbei. Die ersten Fensterbahnen haben sie geschafft. Jetzt sind die nächsten dran. Die Männer seilen sich auch für Montagen und Reparaturen ab. Aber Fensterputzen an Hochhäusern ist das Hauptgeschäft. Das ist unser 3. Versuch und Gott sei Dank heute klappt es. Kann man mindestens mal arbeiten, weil wir waren schon 2-mal da. Und klar, wenn der Wind so stark ist an der Seite, wir können bis 20 km/h arbeiten. Aber wo wir dann sehen, dass es gefährlich wird, dann
dann brechen wir halt ab und wird nichts gemacht. Aber heute, Gott sei Dank ist heute unser erster Tag, wo wir arbeiten können. Auf dem Dach steht die große Befahranlage für die Fassade. Eine Sonderanfertigung für den Turm. Sie sollte eigentlich auch fürs Fensterputzen genutzt werden, aber sehr oft kam sie noch nicht zum Einsatz. Wir wurden beauftragt, weil irgendwie gibt es Schwierigkeiten mit dieser Befahranlage. Ich glaube, das hängt mit dem Wind zusammen. Und, weil klar, wenn, zum Beispiel, wenn wir auf eine Seite gehen, wo Wind ist, wir können immer die andere Seite aussuchen und da können wir arbeiten. Mit der Befahranlage glaube ich, dass sobald viel Wind ist, dann bewegt sich das Ding nicht mehr. Die bleibt stehen und ist halt sehr, sehr schwierig. Rui Pereira hat lange mit Hubsteigern und auch mit Befahranlagen an Fassaden gearbeitet. Er weiß, wovon er spricht. Und das hat mir dann immer so ein bisschen gestört, dass manche Objekte, wo wir waren, da mussten extra Kletterer kommen. Dann habe ich gesagt, okay, den Kletterschein mache ich auch. Und irgendwann arbeite ich auch als Kletterer. Und so hat alles angefangen. Und heutzutage wir arbeiten 100% nur im Seil. Und da habe ich auch echt Glück gehabt, dass jeder Mitarbeiter, der dazugekommen ist immer noch da. Und es ist wie eine Familie, das ist mein Baby, wie gesagt, nach 15 Jahren. Ich fahre jeden Tag in der Firma mit der gleichen Begeisterung wie am ersten Tag. Und das wird auch so bleiben, bis ich diese Welt verlasse. Sagen wir so, keine Ahnung. Seine Männer arbeiten sich zum zweiten Mal nach unten. Die Hälfte der Fassade wollen sie heute schaffen. Aber hier klappt es auch ganz gut, weil wir haben ungefähr pro Reihe ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Das war auch so geplant, dass wir vormittags einmal abseilen, dann Pause, 1-2 Stunden Pause, wieder einbauen und dann nochmal abseilen. Und das ist echt gut gelungen und wir sind gut im Plan und die Leute, klar, ist anstrengend, aber gibt es schlimme Aufträge als das hier. Okay. Mittlerweile sind die Kletterer im 40. Stock angekommen, genau vor dem Fenster von Nathalie Bierlas. Ich glaube, in die 15, 16 müssen wir. Ja, okay. 16. Andreas Hofrichter und sein Mitarbeiter Ingo Wichlow unterwegs zur Wohnung von Adina de Gell. In Adinas neuem Apartment ist noch nicht alles optimal eingestellt. Einen schönen guten Tag. Hallo, grüß dich. Alles gut? Ja, bei dir. Das freut mich zu hören. Genauso wie die Büros haben auch die Wohnungen eine individuelle Steuerung. Mit einem Bediengerät für Warm- und Kaltwasser und die Heizung. Die hauseigenen Techniker kommen für Wartungsarbeiten in die Wohnungen und haben viel Kontakt zu den Mieterinnen und Mietern. Adina wollte unbedingt in den 15. Stock umziehen, weil hier mehr jüngere Leute wohnen. Ich hätte nicht gewusst, dass sie so klein ist. Ich habe sie auch das erste Mal gesehen, als ich eingezogen bin und sie übergeben bekommen habe. Deshalb, ich glaube, sonst hätte ich schon gesagt, dass ich mich nochmal anderweitig umschaue. Obwohl sie selbst in der Immobilienbranche unterwegs ist, ist sie überrascht, wie aufwendig die Mietverträge sind. Auch zu sehen, wie die Mietverträge hier geschrieben werden. Und das ist wirklich so ein Mietvertrag mit ganz vielen Klauseln. Und ich glaube, sowas habe ich noch nicht verfasst. Ja. Im Omniturm gibt es 150 Wohnungsmieter. Drumherum nur Bürotürme. Dann sehe ich hier so einen speziellen Kandidaten. Immer wenn ich nach Hause komme, sitzt er da. Und wenn ich schlafen gehe, sitzt er immer noch da. Und dann stehe ich auf und dann sitzt er wieder da am Hasseln und am Tippen. Wenn ich beobachte, dass er den ganzen Tag nur am Computer hockt und ich sehe nie irgendwie mit anderen Leuten kommunizieren oder essen oder mal was trinken oder so. Das macht dann irgendwann ein bisschen traurig. Es ist natürlich irgendwo unerfüllt mit anzusehen, dass wenn man denkt, man studiert lange, irgendwie arbeitet und möchte sich hocharbeiten und dann sitzt man den ganzen Tag nur am Computer und macht nichts außer Zahlen und
Excel-Tabellen. Also für mich wäre das kein ausgefülltes Leben. Da ist die Lebensqualität einfach zu low. Aber es ist auf jeden Fall der Traum von ganz vielen Leuten und ich bekomme des Öfteren gesagt, dass es natürlich ein totales Privileg ist, hier zu wohnen und dass es was ganz Einzigartiges ist. Ist es auch. Drei große Technikzentralen. In einer davon ist Andreas Hofrichter fast immer zu finden. Wir sind hier einige Kilometer am Tag schon unterwegs. Hier kontrolliere ich, dass die Lüftungsanlagen zum Beispiel ordnungsgemäß funktionieren, dass es keine Laufgeräusche von den Ventilatoren gibt. Hier befinden sich auch 2 Dampfwärmetauscher, die für die Wärmeversorgung im unteren Turmbereich zuständig sind. Und ich kontrolliere natürlich auch, dass unser Rheindampferzeuger hier entsprechend funktioniert. Und das kontrollieren wir halt jeden Tag und in jeder Zentrale. Hi Ingo. Hallo Andreas. Na? Ich wollte jetzt gerade die Enthärtungskartuschen tauschen. Okay, gut. Alles, was sie hier machen, sorgt dafür, dass es in den 45 Stockwerken weder zu heiß noch zu kalt wird. Dass warmes und kaltes Wasser mit gleichmäßigem Druck über 190 Meter gepumpt wird. Der Herr der Towertechnik residiert zwar in den lichtlosen Räumen, aber ohne ihn und seine Kollegen liefe hier im Omniturm gar nichts. Nathalie Bialas hat ihr Team nach ganz oben eingeladen, in den Gemeinschaftsbereich im 44. Stock. Den können die Firmen für Events und Teamsitzungen nutzen. Für mich persönlich ist es tatsächlich immer ein Ort der Kreativität. Also tatsächlich sich auch mal aus der gewohnten Arbeitsumgebung bewusst zu entfernen und ganz bewusst in ein neues Umfeld zu gehen. Unsere Tätigkeit ist ja dann doch auch ein Stück weit kreativ. Und da ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man sich ein bisschen aus dem Trott heraushebt. Und da sind tatsächlich die wechselnden Arbeitswelten, die man im Omniturm wahrnehmen kann. Ob das jetzt hier oben in der 44., 45. Etage ist, alternativ gerne auch mal auf der Dachterrasse oder unten im Karls, im Frieders oder ähnliches. Man hat unheimlich viele Möglichkeiten, um das Team auch immer mal wieder zu neuer Kreativität anzuregen. Die Fenster im Omniturm sind aus hochwertigem Sonnenschutzglas mit einer Lichtdurchlässigkeit von etwa 70% und schützen so vor zu großer Wärme. Einzelne Fensterluken lassen sich sogar öffnen und werden auch immer mal wieder technisch gecheckt. Wir sind hier 8 Haustechniker, die gewerkeübergreifend tätig sind. Jeder natürlich mit seinem speziellen Wissen, mit seinem speziellen Gewerk. Aber in so einem Haus funktioniert es nur, wenn man gemeinsam arbeitet. Wenn wir jetzt hier eine Problemsituation haben, dann müssen alle Mann mit anpacken, wenn eine Störung liegt, weil irgendwo Wasser läuft oder weil Strom ausgefallen ist. Und dann müssen wir alle zusammenarbeiten und dann muss versuchen, dass ein Rad in das andere greift. Auch hier eine ungeplante Störung. 1200 Kilogramm wiegt diese Scheibe im Foyer im Erdgeschoss. Die muss raus. Da ist Fingerspitzengefühl gefragt und die Koordination von Andreas Hofrichter. Also hier gab es das Problem, dass diese Scheibe einen kleinen Riss hatte und diese Scheibe ausgetauscht werden muss. Im Moment sehen wir da die alte Scheibe, die wird jetzt quasi wegtransportiert. Sie muss noch geschwenkt werden, um auf den LKW abgeladen zu werden. Und danach wird die Firma die neue Scheibe wieder einsetzen. Oben am Turm ist plötzlich eine Nebelfront aufgezogen. Für die Kletterer nicht so gefährlich wie Wind. Der Blick aus den Büros in den oberen Etagen, bei fast jedem Wetter hochattraktiv.
Für die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells war das ein Grund, innerhalb Frankfurts umzuziehen und Büros oben im Omniturm anzumieten. Durchaus eine strategische Entscheidung. Diese Büroatmosphäre schafft Wettbewerbsvorteile. Also wir waren eher etwas weiter unten angesiedelt. Wir hatten dann das 4., 5., 6. Stockwerk in einem anderen Gebäude hier in Frankfurt, was auch sehr schön gelegen war, aber es ist halt doch noch was anderes, wenn man hier so sich über den Wolken oder wie es im Moment scheint, eher in den Wolken befindet. Also das ist ein ganz anderes Gefühl. Für uns ist es natürlich wichtig, im Grunde genommen im Finanzzentrum Deutschlands zu sitzen, und zwar mittendrin. Hier sitzen natürlich alle unsere Mandanten, die Banken, die Finanzunternehmen und. Aber es ist eben natürlich auch noch wichtig für Recruiting. Wir wollen die Besten aus jedem Jahrgang haben und wir nehmen auch nur die Besten aus jedem Jahrgang. Und dann gibt es natürlich eben diesen Kampf um die Talente, und den wollen wir aber auch mit unseren Räumlichkeiten gewinnen. Und sehr häufig gelingt uns das. Und Gehalt ist eben nicht alles. Es ist eben auch die Umgebung. Es ist das Gebäude, in dem man arbeitet. Man möchte stolz darauf sein, in einem solchen tollen Gebäude, in so tollen Räumlichkeiten auch arbeiten zu können. Die Anwälte sind oft bis spät nachts da. Das Bistro im Foyer schließt früher. Muhtassem Saadi macht klar Schiff. Und war heute viel los? Gott sei Dank, sehr gut. Kann man nicht meckern. Und die Wetter spielt auch so viel aus. Wenn schönes Wetter und so, dann viele Leute kamen in die Gebäude und so hier. Aber meistens die Leute schlechte Wetter machen von zu Hause Homeoffice. Schlechtes Wetter? Der Nebel war zum Glück keine Hürde für die Fassadenkletterer. Jetzt am späten Nachmittag landen sie auf dem Balkon in der 22. Etage. Bei der Kälte so lange in den Seilen zu hängen, ist anstrengend. Aber sie haben das geschafft, was geplant war. Ja, Gott sei Dank. Ein bisschen kalt heute. Und im Boden, das ist schon besser. Jetzt Kaffee trinken und ein bisschen warm. Andreas Hofrichter bringt die Männer nach unten, die sich jetzt alle auf einen warmen Kaffee freuen. Endlich mal geklappt, ja, bin ich echt glücklich. Haben wir die Älteste von einer Seite gemacht. Ist echt gut gelungen heute mit dem Wetter, mit dem Wind. Und ja, ich hoffe nur, dass morgen auch so ist. Dann kriegt man mindestens mal schon eine Seite fertig und dann guckt man halt weiter. Im Fridas laufen jetzt die Vorbereitungen für den Abend. An den Wochenenden ist das Fridas auch bar. Mit Blick auf die neue Mainzer Straße, auch Bankenklamm genannt. Es wird Abend in Frankfurts Bankenviertel. Adina startet ins Nachtleben und muss dazu nicht mal aus dem Haus. Nur 13 Etagen tiefer in die Tower-eigene Bar. Auch das ein Privileg. Schnell noch ein paar Mails checken und Termine mit Wohnungseigentümern bestätigen, bevor die Freundinnen zum Vorglühen vor der Tür stehen. Und Andreas Hofrichter hat auch fast Feierabend. Also für mich schon ein normaler, für einen Außenstehenden vielleicht ein anstrengender, ein vielfältiger Tag. Wir hatten die Industriekletterer heute da, die
Fassade gereinigt haben. Die Organisation ist immer das Schwierigste an der ganzen Geschichte, weil man die vielen Firmen einfach organisieren muss, damit sie an ihre Flächen kommen, wo sie arbeiten können. Aber das hat alles gut geklappt und ich bin zufrieden mit dem Tag und freue mich dann auf den morgigen. Hallo! Adina kann sehen, wer vor der Tür steht und ihren Freundinnen den Wohnbereich des Towers per Knopfdruck öffnen. Ihre Freundinnen kommen immer gerne zum Vorglühen bei ihr vorbei. Oh, sorry. Oder ist verschmiert? Warte, guck mal. Cheers. Cheers. Um die Aussicht auf all die erleuchteten Tower ringsum wird Adina beneidet. Und mit dem Fridas im Haus kann sie auch punkten. Ich würde sagen, eigentlich jede Woche einmal gehen wir runter. Ja. Also ist schon ganz cool da, vor allem die Atmosphäre und das Konzept da ist echt ganz cool geworden. Vor allem haben die auch im Sommer ganz coole Events immer mit Techno und House und aber auch Afrobeats oder es gibt da alles Mögliche und ist ganz nett. Abends ist die Karte noch ausgefallener, aber auch hochpreisiger. Und ohne Tischreservierung läuft hier nichts mehr. Wir sind ja im 2. Stock und das war, sagen wir mal, unsere größte Angst vorher, dass es eine relativ große Hürde ist, so in den 2. Stock reinzukommen. Aber das haben wir eigentlich mit unserer kompletten Pre-Opening-Phase eigentlich geschafft, diese Schwelle den Leuten zu nehmen und hier einfach wirklich jeden willkommen zu heißen, und so dass diese Schwellenangst nicht mehr besteht. Ich glaube schon, dass das Herz am Omnitour hier unten schlägt. Und das ist ja meistens in der Gastronomie so, dass da, wo die Leute zusammenkommen, einfach eine schöne Zeit miteinander haben, dass sich da auch positiv an den Omniturm erinnert wird und das einfach, sagen wir, Mehrwert fürs Haus definitiv ist. Hast du dir das Leben in so einem Mega-Tower so vorgestellt? Ehrlich gesagt schon, ja. Also es entspricht allen meiner Erwartungen. Ist schon, ja, also das Highlife trifft ganz gut, würde ich sagen. Highlife und Nachtleben im Omniturm. Tanzen im Tower mit dem Hüftschwung. Morgen hängen die Fensterputzer wieder an der Fassade. Der Omniturm fällt in der Frankfurter Skyline nicht nur optisch aus dem Rahmen.